Hi, and good morning, a beautiful day to our friends all over the world. Hallo, hallo, guten Morgen und einen wunderschönen Tag an unsere Freunde auf der ganzen Welt. I am sure that the more you learn to lean on Jesus and trust Him, the better your life will be. Ich bin sicher, je mehr ihr lernt, euch an Jesus anzulehnen, desto besser wird euer Leben sein. So, let's go to verse 6 of Colossians chapter 3 in the Passion. Gehen wir zu Kolosser 3, Vers 6 in der Passion. When you live in these vices, I like how he says the word vices. Wenn ihr in diesen Lasten lebt, ich mag, wie er das Wort Laster verwendet. You know, the word a vice is something, it's a big piece, it's like a tool that grips two things together. Das Wort Laster kann auch mit Schraubstock übersetzt werden. Es ist ein Werkzeug, in das man etwas einspannt, um es festzuhalten. So basically, Paul is saying these things, sexual immorality, the desire for wrong things, and the greed for money, they become vices, so they grip you. Im Grunde sagt Paulus, dass diese Dinge, also sexuelle Unmoral, das Verlangen nach falschen Dingen, die Gier nach Geld zu Schraubstöcken werden, die dich packen und festhalten. And he says, when you live in these vices, you ignite the anger of God against these acts of disobedience. Er sagt, wenn ihr in diesen Lasten lebt, entfacht ihr den Zorn Gottes gegen diese Taten des Ungehorsams. You know, it's very interesting how the Passion puts it. Es ist sehr interessant, wie die Passion es ausdrückt. First of all, the Passion doesn't say when you fall into these sins, but when you live in them. Zunächst einmal sagt die Passion nicht, wenn du in diese Sünden fällst, sondern wenn du in ihnen lebst. You know, Paul says it to the Romans. Paulus sagt es zu den Römern. Now that you've died to sin, how can you live in it? Nun seid ihr der Sünde gestorben. Wie könnt ihr darin leben? You know, to live in this sinful habit has to do with choice. In diesen sündhaften Gewohnheiten zu leben, hat mit einer Entscheidung zu tun. But then the next thing that Paul says, Als nächstes sagt Paulus, he doesn't say that God's anger is ignited against you, but against the acts of disobedience. er sagt nicht, dass Gottes Zorn sich gegen dich entzündet, sondern gegen die Tat des Ungehorsams. But actually, if you look into the original Greek, in the original language of the Bible, Wenn du im Originalgriechischen, in der Originalsprache der Bibel nachschaust, it expresses it quite different. So here I have to say, I don't like it too much how the Passion says it. drückt sie es ganz anders aus. Deshalb muss ich sagen, dass es mir nicht so gut gefällt, wie die Passion es ausdrückt. I do love the Passion Bible, Ich liebe die Passion-Bibel, you know, but I like to use many different versions to constantly compare what God is really saying. aber ich benutze gerne viele verschiedene Übersetzungen, um zu vergleichen, was Gott wirklich sagt. But as far as this part is concerned, Aber was diesen Teil angeht, I think the Passion does a good job concerning the original. finde ich, dass die Passion das Original nicht gut wiedergibt. Because literally it says that because of these things, these all sinful habits, Denn wortwörtlich heißt es, dass wegen diesen Dingen, all den sündhaften Gewohnheiten, it says that the wrath or the anger of God der Zorn oder die Wut Gottes is coming on the children of disobedience. über die Kinder des Ungehorsams kommt. So it doesn't say it's coming upon the Christian. It says it is coming upon the non-Christian. Es heißt nicht, dass es über die Christen kommt, es heißt, dass er über die Nichtchristen kommt. Although he doesn't say it's coming against you, but against these acts. The truth in the original is God's wrath is against the children who live like this and who reject the salvation. Auch wenn er nicht sagt, dass er gegen euch gerichtet ist, sondern gegen diese Taten, steht die Wahrheit im Original, dass Gottes Zorn sich gegen die Kinder richtet, die auf diese Weise leben und die Erlösung ablehnen. You see, does God love the sinner unconditionally? Yes, he does. Liebt Gott den Sünder? Bedingungslos, ja, das tut er. But if the sinner rejects the sacrifice of the cross, Aber wenn der Sünder das Opfer des Kreuzes ablehnt, which is the only solution and only sacrifice against his sin, welches das einzige Opfer für seine Sünde ist, I believe Paul is reminding the people here how serious this is in the eyes of God. so glaube ich, dass Paulus die Menschen hier daran erinnert, wie ernst das in den Augen Gottes ist. You know, and it's always very sad when Christians who understand the unconditional love of God in the new covenant Es ist immer sehr traurig, wenn Christen die bedingungslose Liebe Gottes und den neuen Bund verstehen, use this to justify a sinful behavior. dies benutzen, um ein sündhaftes Verhalten zu rechtfertigen. God does not like sin, it's destructive. Gott mag die Sünde nicht, sie ist zerstörerisch. You have to always understand that.
Das musst du unbedingt verstehen. So it's the wrath of God one day that will come against everybody who's lived in sin and not accepted the sacrifice of Jesus Christ. This is the truth. Es ist der Zorn Gottes, der eines Tages über jeden kommen wird, der in Sünde lebt und das Opfer von Jesus Christus nicht angenommen hat. Das ist die Wahrheit. That's God wanted to happen. Will Gott, dass das geschieht? Never. That's why he let Jesus die. Niemals. Deshalb hat er Jesus sterben lassen. But God is not a humanistic God that says, you chose to have another way to be reconciled with me. All right, that's okay. Aber Gott ist kein humanistischer Gott, der sagt, weißt du, wenn du dich für einen anderen Weg entschieden hast, um mit mir versöhnt zu werden, dann ist das in Ordnung. We have to keep reminding ourselves the only way we will be delivered from the wrath of God is through what Jesus did on the cross. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass wir nur durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, vom Zorn Gottes befreit werden können. I like what an incredible man of God said. Ich mag, wie ein großer Mann Gottes sagte, His name is David Platt. sein Name ist David Platt. He said, do you want to see the unconditional love of God? Look at the cross. Er sagte, willst du die bedingungslose Liebe Gottes sehen, dann schau das Kreuz an. He said, do you want to see the wrath of God? Look at the cross. Willst du den Zorn Gottes sehen, schau das Kreuz an. Both are there. Beide sind da. And it's good that we keep reminding ourselves Und es ist gut, dass wir uns immer daran erinnern, that sin is so bad in the eyes of God dass die Sünde in den Augen Gottes so schlimm ist, that before God, people who reject the sacrifice, there is actually nothing left but wrath. dass bei Gott für Menschen, die das Opfer ablehnen, tatsächlich nichts als Zorn übrig bleibt. When I was young, Als ich jung war, and when you're young and you're a teenager, you're trying to figure out life and trying to live not in sin. weißt du, wenn du ein Teenager bist, versuchst du das Leben zu meistern und nicht in Sünde zu leben. And you're trying to not follow your friends in the world. To them, it's the most normal thing to live in sin. Und du versuchst, deinen Freunden in der Welt nicht zu folgen, denn für sie ist es das Normalste der Welt, in Sünde zu leben. Many times in temptation to sin, I reminded myself of this. Damals erinnerte ich mich, wenn ich versucht war zu sündigen, an Folgendes. That sin is so bad, it cost Jesus the cross. Die Sünde ist so schlimm, dass Jesus das Kreuz gekostet hat. Grace is for free, but it was not cheap. Gnade ist umsonst, aber sie war nicht billig. It was very costly for Jesus. Sie war sehr teuer für Jesus. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.